In this country of canyons and of plains live a proud and aristocratic people, the Navajo. I recently heard some words by two German athletes who are about to perform a stunt right here in the desert in Arizona, and they said that they can remain fearless, totally fearless, because all they do is focus on what is right in front of them. In other news, a team of German athletes has arrived to perform a slackline stunt over Monument Valley. Apparently, this will be part of a bigger initiative known as the Deutschlandjahr. Let's let our viewers at home get a real clear picture of this. We showed it in the tease, gentlemen, and I can't even believe what I'm seeing. This was just 2 days ago. Ich war in dem Moment schon irgendwie in einer anderen Sphäre. Also ich habe nicht alles um mich herum mitbekommen und war sehr fokussiert auf den Lauf. Aber das war auf jeden Fall so der Höhepunkt, wo wirklich einfach alles entgegengeglüht hat, weil gerade die Wolken angestrahlt wurden und die Sonne auch rausgekommen ist. Das war echt ziemlich einmalig. Ich habe mich auf den ganzen Stunt eigentlich nicht wirklich vorbereitet. Wohl bekommst. Also ich habe mich in dem Sinne vorbereitet, dass ich die Sachen seit Jahren mache. Und ich bin auch schon in Highlines ohne Sicherung gelaufen, was einfach vom Prinzip her für den Kopf her ähnlich ist. Auf die spezielle Situation kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Das ist eine sehr mentale Herausforderung und die Slackline selbst, die kann man auch schwer irgendwie imitieren, weil das alles sehr wackelig ist. Als wir das erste Mal hier waren, das war super verrückt, weil also so eine Landschaft, ich glaube, die ist ziemlich einzigartig auf unserem Planeten. Man kennt sie irgendwie, die ist super ikonisch, die Landschaft, man kennt sie aus Filmen, aber dann hier selber zu sein und irgendwie eine eigene Sicht auf die Dinge zu entwickeln, ich glaube, das ist das Spannende hier. Wir sind gerade aus dem Meeting gekommen mit der Parkverwaltung, dem Location Scout und den Navajos. Und wir haben die Location bekommen. Also uns ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Eine der beeindruckendsten Landschaften, die ich je so in meinem Leben gesehen habe. Also das ist schier unglaublich. Heute ist der zweite Tag unseres Location-Checks und wir fahren gerade Richtung Little Monument Valley und sind auf der Suche nach einer alten, verlassenen Holzscheune, die aber leider nicht so einfach aufzutreiben ist. That's nutty. That's crazy. Because you're way up there, aren't you? Yes. Yeah. But can you make any money off of it? Can you sell it and make any money off of it? Die Idee hinter Building Bridges und hinter dem gesamten Projekt eine Metapher finden für deutsch-amerikanische Freundschaft. Eine Slackline als Brücke zwischen zwei Nationen. Und am Anfang haben wir uns gedacht, ja, es ist ja nicht allzu schwer, müssen wir zwei Heißluftballons finden, einen deutschen und einen amerikanischen. Ja, oft ist es so, dass der Hannes mit den kreativen Ideen kommt und sich, was vielleicht auch ganz gut ist, erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken um die Umsetzung macht. Und letztendlich ist es dann oft meine Aufgabe, einfach abzuklären, ist es möglich, wie können wir es machen. Wir haben von Anfang an immer versucht, ganz viel Liebe ins Detail zu stecken. Das ist uns bei One Streams wahnsinnig wichtig. Wir haben in Handarbeit mit unserer Grafikerin Anna Karten erstellt vom Monument Valley. Wir sind hier rumgefahren und haben Schrott gesammelt, haben Heu geholt, haben Pferde organisiert. You just whistle to them, and then they respond and they follow you. Oh. Yeah. My dad, he's 97. Oh, great. Yeah, and he's over there. He's a World War II vet. So, cool. yeah.
Was he one of I the take care code of speakers? talker, yeah. Wir haben irgendwann keine Hüllen gefunden, die unserem Bild entsprechen, einer perfekten deutschen und einer perfekten amerikanischen Flagge. Die Konsequenz davon war, dass wir Hüllen in Auftrag geben. If you don't have a passion for ballooning, you don't last in this job. It's that simple. Der Aufbau an sich war eigentlich überhaupt nicht aufwendig. Wir haben das Ganze ja mal geprobt bei Clemens, seinem Vater, der auch Ballonpilot ist. Da habe ich mir dann schon so das zurechtgelegt, wie ich das Ganze anbringen werde. Das ist an sich nicht kompliziert. Es wurden nur einfach alle 4 Punkte von dieser Aufhängung von den Ballonen verbunden mit einem Seil und dann einfach nach vorne rausgelegt, damit wir einfach dort die Slackline befestigen können, ohne dass das viel Platz im Innenraum wegnimmt von dem Kopf. Keines unserer Projekte hat uns so viel Kraft und so viel Anstrengung gekostet wie dieses. Bei keinem unserer Projekte waren wir so nah dran, wirklich so nah dran zu scheitern. There's a saying in ballooning too. We would much rather be on the ground wishing we were up in the air instead of being up in the air wishing we were on the ground. We'll see if we can fly. We hope we can. We look, you guys have put a lot into this. We put a lot into come down here. We didn't come here just to sit. The challenging thing is the way the storm's coming is it's coming from the south of us. The other day we had the luxury of seeing it come from the west. That's why we were able to get it up and get it down because we could see it, but here we can't see it. So if it comes over that mountain without us knowing, we could be hit and in some trouble pretty quick. So safety first. And what we're feeling now, this is pressurization, it's equalizing. It's like putting your hand in a bucket of water and all the water spills out until it equalizes. It's the same thing. So as the clouds come in, it's equalizing the pressure around it. Stop right there, Trent. I saw it coming. Yeah. So we got it up. We got the ropes. Everything's good. And we got it down before the rain. Also bei den Bedingungen im Ballon und mit der Slackline, das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt wird's ganz wild hier. Okay, stop right there. Okay, come on. Ich würde sagen, heute ist der richtige erste Tag. Wir haben jetzt das ganze Team da. Wir hatten so 2 kleine Vordrehs. Wir waren einmal beim Rodeo und haben so ein paar Autoszenen gemacht. Aber heute geht es jetzt mal in voller Mannstärke los. Ich glaube, das wird cool. Couldn't be any
I'd say. Hitchhiking life experience. Das muss man natürlich dynamisch machen. Es muss locker sein. Es muss so ein bisschen. The script doesn't write for me to pick you up. Next time. Next time. Get closer, get closer. Es ist immer so, dass man einfach auf diesen Monitor drauf schaut und sofort sieht, dass die Farben natürlich sind, dass es alles mit den richtigen Objektiven super knackig aussieht und einfach wunderschön. Also so wie die Wirklichkeit ist, so wird die auch in der Kamera abgebildet. Wir haben gerade erst angefangen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es Potenzial hat. Ja, genau. On in take 33. Man hat einfach so eine Spannung in der Luft gespürt. Auch wenn ich jetzt selber beim Drehen auf meine Kamera konzentriert war und geschaut habe, dass das Bild richtig belichtet ist und scharf ist. Ich habe einfach so gespürt, dass im Prinzip die ganze Last von einem Jahr lang Vorbereitung auf Niklas liegt. Ich habe so ein Gefühl in der Brust, das fast nicht zum Aushalten ist. Im Grunde ist es heute die letzte Chance, die wir haben. Also wir versuchen heute zum 5. Mal, jetzt schaut es gut aus, kaum Wind und den kleinen mit Helium gefüllten Ballon haben wir jetzt aufsteigen lassen mit einem kleinen Stick unten dran, der leuchtet und der ist ziemlich gerade nach oben hochgestiegen, also wir sind optimistisch. Einfach sich darauf konzentrieren, dass man es eben kann und unter Kontrolle hat. Aber ich war auch übertrieben zittrig und voller Adrenalin wahrscheinlich. Also das war ziemlich einmalig in meinem Leben bisher, so krass, würde ich sagen. Hey
work, guys! Guys, I'm shaking right now. I thought I just saw him spinning. Also direkt danach, wo Niklas runtergesprungen ist, seinen Fallschirm geöffnet hat und er safe gelandet ist und wir dann noch so eine halbe Stunde hatten, bis wir wirklich am Boden waren. Das waren so unfassbar glückliche und friedliche Minuten. Wir haben gewusst, es ist alles im Kasten, wir müssen nichts mehr drehen, wir müssen bloß noch die Speicherkarten sicher backuppen. That was so good. So good. I'm proud of you, Ryan. That was amazing. It was incredible. There's not a better experience. I think I need to retire now because this is my entire dream. I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Yeah, I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. A voice inside of me speaks so strong. I've been away for far too long. My life seems like a sad country song. I've been here and there and I've been around. I tried to find my middle ground. Now I had enough, Lord have mercy, I'm homeward bound. Also das eine ist natürlich der Dreh, der super gelaufen ist, die Landung, wie man sieht, weniger. Wir sind hier irgendwo in der Wüste, keine Ahnung wo, aber irgendwann schaffen wir es hoffentlich, hier wieder rauszukommen. Yes, I'm going home. I'm going home. Going home. I'm going home. I'll find my way. If I get back home someday, I get down on my knees and I begin to pray. And I thank the Lord I'm still around instead of sleeping in the ground. I got to go, Lord have mercy, I'm homeward bound. I'm going home. I'm going home. Going home, I'm going home. Yes, I'm going home. Oh, I'm going home. Going home, I'm going home. Yes, I'm going